Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es weiter in der Reihe des Hardware-Hacking. In der Reihe Hardware-Hacking beschäftigen wir uns mit dem Reverse Engineering von Systemen und Geräten. Hier am Beispiel einer Türzutrittssteuerung, die ich bei AliExpress in China bestellt habe. Ja, nachdem wir uns bereits in dieser Serie mit der UART-Schnittstelle beschäftigt haben, wir haben sie hier gemessen, gesucht und letztendlich auch gefunden, werden wir heute weiter auf der Platine forschen und schauen, über welchen Weg wir hier vielleicht sogar die Firmware dumpen können. Ob wir erfolgreich waren, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, ich habe schon ein paar Sachen durchgemessen und ich werde euch zeigen, was ich schon als potenziellen nächsten Kandidat hier auf der Platine gefunden habe und was wir tatsächlich hier dann damit machen können. Ja, seid gespannt, ob wir erfolgreich waren, die Firmware zu dumpen. Wir erfahren es und wir starten gleich wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Macht die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wir suchen heute eine Möglichkeit, die Firmware von dieser Türzutrittssteuerung hier zu dumpen. Dazu habe ich hier bereits schon einige Sachen durchgemessen und was ich hier gemacht habe, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, indem wir jetzt einfach mal auf die Platine schauen. Ja, hier befinden wir uns direkt auf der Platine und wir sehen hier unten die UART-Schnittstelle, die ich ja in einem Video schon mal ausfindig gemacht habe. Wir hatten hier Ground und die zwei TXRX-Pins, die hier auf dem PA2 und PA3 jeweils hier unten am Eck von dem GD32-Chip verortet sind, gefunden. Ja, und heute schauen wir hier auf der Platine weiter und zwar schauen wir uns genauer gesagt da oben diesen Anschluss an, den wir hier oben sehen. Und da habe ich jetzt hier schon ein bisschen was gekennzeichnet und habe da auch schon ein paar Informationen ermittelt. Ja, bei dem Anschluss hier oben, wie man sehen kann, liegt auf dem ersten viereckigen Pin 3,1 Volt an. Beim zweiten war keine Spannung zu messen, aber sehr wohl handelt es sich hier nicht um Ground. Ground haben wir auf dem dritten Pin, den wir hier sehen, der hier auch mit dem Hintergrundraster verbunden ist, also der ist Ground und der vierte hat eine 3,3 Volt Quelle vorhanden. Ich bin dann den Leiterbahn hier mit einem Multimeter mal auf die Schliche gekommen und habe versucht abzugreifen, ob die Pins hier oben mit den Pins am Chip hier unten verbunden sind. Ja, ganz wichtig nochmal als kleine Ergänzung, ich hatte es auch schon mal in einem der anderen Videos gesagt, wenn ihr hier eine Kontaktdurchgangsprüfung machen wollt, es gibt hier die Möglichkeit mit dem Flipper Zero über die Wiretester App das Ganze zu machen, aber das Ganze ist nicht immer recht zuverlässig, weil selbst wenn hier ein Widerstand zwischen einer Leitung dazwischen hängt, fließt ein kleiner Strom und es sagt, ja super, ihr habt hier einen direkten Kontakt, aber das stimmt eben nicht immer. Nur mit dem Multimeter kann ich auch wirklich feststellen, ob hier eine direkte Verbindung zwischen zwei Pins beherrscht und nur so könnt ihr auch wirklich ganz verlässlich hier die Pins durchprüfen. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass der erste Pin hier mit dem, der PA13 ist es, laut dem Chip-Layout und der zweite mit dem ersten Pin hier, das ist der PA14, nach dem Chip-Layout verbunden ist. Was bedeutet, wir haben hier einmal eine Verbindung durch das VIA, geht es einmal über Kreuz, über die lila Bahn, hier unten kommt er raus und geht da runter und die lila Bahn kreuzt die gelbe Bahn, kommt hier raus und geht da runter. Was wir daneben haben, das zeige ich euch auch gleich noch. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ja, was ist diese gelbe und diese pinke Bahn, die hier auf den Chip geht? Dazu müssen wir uns einfach mal nochmal das Chip-Layout anschauen und dazu wechseln wir nochmal in das Handbuch. Ja, im Handbuch
zum Chip hier, der GD32. Wir haben uns das ja auch in den vorhergehenden Videos schon mal angeschaut. Sehen wir hier, da ist eben der Punkt, der ist bei uns links unten, also gesehen da unten, da einmal nach links gekippt das Ganze, und diese angezeichneten Pins sind im Prinzip nicht die zwei hier oben, sondern die hier rechts. PA13, PA14, ich habe es schon gesagt. Und wir können jetzt schauen, was auf PA13 und PA14 liegt. Dazu schauen wir in die Pin-Beschreibung mal rein. Ja, ich bin jetzt hier in der Pin-Beschreibung. Da haben wir PA6, 7 und wir müssen jetzt nochmal runter. Das haben die PB-Pins und PA-Pins. Da PA13 und PA14. Und was wir sehen, PA13 ist Input-Output von SWD. Und PA14, den haben wir hier unten, das ist SW-Clock, also von SWD die Clock-Line. Was bedeutet, dass wir hier auf 13 den SWD-Port haben mit Input-Output und den Clock dazu. Ja, SWD können wir hier als Debugging-Port hernehmen, und wenn wir etwas Glück haben, können wir dann über SWD auch die Firmware dumpen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe da auch noch zwei andere Pins eingezeichnet. Wir sehen es auch hier. Auf dieser Seite schon mal hier noch ein zusätzliches Paar TXRX, und dieses TXRX, wenn wir da schauen, 9 und 10 sehen wir hier oben, und da sehen wir, dass das ein UART TX und RX ist, beziehungsweise in unserem Fall ist das die I2C Clock und I2C Data Line. Ja, wir schauen nochmal zurück hierher. Und zwar, wenn ich hier ein bisschen rauszoome, sehen wir hier unten diesen Systempieper, und hier auf einer anderen Aufnahme sehen wir, wie es hier unterhalb dem Systempieper weitergeht. Und zwar sehen wir hier zwei Leitungen, die nach unten gehen, zu dem Chip, der hier für die NFC-Kommunikation zuständig ist. Hier unten sehen wir die NFC-Schleife, und von da werden die Daten abgegriffen hier auf diesen NFC-Steuerchip, und der ist hier mittels SDA und S-Clock im Prinzip mit I2C angebunden. Die zwei Datalines gehen hier mit einem 10K Vorwiderstand entsprechend nach oben, und ich habe es jetzt hier nicht weiter verfolgt. Und zwar gehen die dann hier, ist eine von diesen Datalines, die hier nach oben durchgehen, kommen hier oben raus, verschwinden hier, wahrscheinlich sind es sogar diese zwei hier, verschwinden hier mit dem VIA und kommen dann hier drunter wieder raus und gehen über den und den kleinen Testpunkt. Also man kann hier, also hier ist vorbereitet für noch ein paar Bausteine, die aber hier nicht verbaut sind. Wahrscheinlich potenziell auch nochmal die 10K Widerstände, die wir aber schon weiter unten gesehen haben. Ist hier nicht platziert und geht hier dran vorbei und hier runter auf diese zwei Pins. Ja, ich habe es gerade gesagt hier, die I2C-Schnittstelle, die hier auf den zwei Pins von oben auf den Chip reinläuft. I2C ist ein sehr interessantes Thema. Hier möchte ich vielleicht mal in einem der nächsten Videos auch mal schauen, was laufen denn hier für Daten über die I2C-Schnittstelle. Wir reden hier zwischen der Kommunikation zwischen dem Steuerchip und dem Chip, der für die NFC-Schnittstelle zuständig ist. Vielleicht haben wir ja hier auch eine Möglichkeit, irgendwo die Daten zu manipulieren, die hier vom Kartenlese oder dem Teil des Kartenlesers zur Verarbeitungseinheit gesendet werden, zu manipulieren. Das aber, wie gesagt, ist nochmal ein Thema. Da gibt es ja Tools wie BusPirate und so weiter. Das ist sicher mal ein interessantes Thema, und das werde ich mir bestimmt mal anschauen, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde. Aber heute konzentrieren wir uns weiter auf die Firmware. Und deswegen schauen wir hier auf PA13 und PA14 und werden uns jetzt anschauen, wie wir hier über die SWD-Schnittstelle mit einem kleinen Programmieradapter versuchen, die Firmware zu dumpen. Ja, die SWD-Schnittstelle. Hierzu brauchen wir jetzt den ST-Link, und den habe ich mir bei AliExpress bestellt, und der ist auch gar nicht teuer. Ich habe ihn euch unten auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinkopiert, und den werden wir jetzt anschließen. Ich habe das hier bei mir auch schon mal entsprechend vorbereitet. Ich habe das Ganze hier schon mal angesteckt. Ich habe den ST-Link angeschlossen. Ich habe auch noch den UART-Adapter parallel mit dabei, und ich habe hier den Strom auch bereits angeschlossen, sodass das Kartenlesegerät hier bereits von der Tür-zu-Tritt-Steuerung mit Strom versorgt wird. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden.
Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, in den vergangenen Videos von der Hardware-Debugging-Reihe hier habe ich euch ja schon immer gezeigt, wie ich hier mit so einem kleinen Winkel oder mit so einer kleinen Klemme die Kontakte einfach los in das Board klemme. Ja, ich habe mich hier im weiteren Verlauf der Videoreihe dazu entschlossen, jetzt doch hier auf kleine Hardware-Pins zu setzen. Das heißt, ich habe hier bereits in die vorbereitete Lochleiste nun gewinkelte Stiftssockelleisten eingesetzt, die ich jetzt hier angelötet habe. Dazu musste ich hier auch die Platine aus dem Lasergehäuse erstmal rausschrauben, um an die andere Seite zu kommen. Da ist ja auch das kleine Problem mit der Tastaturfolie, die da drauf ist. Da habe ich dann mit einem kleinen Messer einfach einen kleinen Schlitz gemacht, dort wo dann die Stifte durchgeführt werden, und habe das Ganze dann jeweils oben an der SWD-Leiste und unten bei der UART-Leiste durchgeführt und angelötet. Ganz fertig schaut das im Prinzip so aus, dass wir hier fertig die Anschlüsse haben. Ja, und ich kann jetzt hier mit die Jumperkabel ganz fest einfach draufstecken. Und ich habe hier nicht mehr die Gefahr von einem Wackelkontakt. Das mag vielleicht bei der UART-Schnittstelle noch so weit gehen, aber gerade wenn wir hier die Firmware auslesen oder dann später auch sogar wieder drauf schreiben werden, dann brauchen wir hier wirklich eine verlässliche Verbindung ohne Wackelkontakt, ohne dass ich das Ganze mit dem Finger irgendwie wackelig festhalten muss. Und deswegen habe ich mich jetzt hier dann doch noch dazu entschieden, hier eine kleine hardware-seitige Modification vom Laser tatsächlich durchzuführen. Ja, wir schauen uns jetzt den Cube-Programmer von ST an, denn mit dieser Software werden wir jetzt hier und dem ST-Link zusammen die Firmware dumpen. Los geht's! Ja, ich habe jetzt hier schon mal den ST-Link V2 und den UART-Adapter an den Türzutrittslaser angeschlossen und das Teil soweit schon mal mit Strom versorgt, sodass das Ganze schon mal hier standardmäßig läuft. Ja, damit wir jetzt hier die Firmware vom Gerät runterladen können, brauchen wir eine spezielle Software zu dem ST-Link. Und diese Software bekommen wir von der Herstellerseite von ST und das Programm heißt STM32 Cube Programmer. Den gibt es für die verschiedenen Plattformen hier, sowohl für Mac in der Intel und in der ARM-Version, als auch für Linux und für Windows in 32 und 64 Bit. Den habe ich jetzt hier soweit schon mal runtergeladen und installiert. Ja, so schaut der STM32 Cube Programmer aus, wenn wir ihn das erste Mal starten. Er findet hier sogar schon, dass der ST-Link verbunden ist, und sobald ich hier auf Connect gehe, dann verbindet er sich hier mit dem Türzutrittsleser und er fängt direkt hier schon mal an, Daten vom internen Flash-Speicher zu lesen. Der interne Flash-Speicher ist mit Hexadezimal 08 und dann 6 mal die 0 ist es insgesamt, man sieht es hier nicht, ist ein bisschen abgeschnitten mit 6 mal die 0 von der Länge her dargestellt. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer gemacht und gerade um hier ein kurzes Sample zu bekommen, nimmt er jetzt hier mal einen Size von 400. Da brauchen wir dann natürlich mehr, denn wir sagen jetzt hier auch mal Read All. Damit liest er den kompletten Speicher, das sind nämlich dann 10.000 Einheiten, beginnend bei 8 und 6 mal die 0 von der Adresse her. Und das ist jetzt hier tatsächlich der komplette Speicher, der jetzt hier auf dem Chip drauf ist. Wenn wir das Ganze mal runterscrollen, wir sehen auch, hier verändert sich das Ganze mal. Hier sind F-Bereiche, also leere Bereiche. Und dann haben wir auch noch Bereiche, die mit entsprechend Speicher gefüllt sind. Wir haben jetzt im Prinzip gesagt Read All. Ja, wir können das Ganze jetzt hier speichern, indem wir jetzt hier, nachdem wir einmal Read All durchgeführt haben und den kompletten Speicher ausgelesen haben, Save As wählen, und wir können jetzt hier in einen entsprechenden Ordner den wir uns hier zuvor ausgewählt haben. Ich habe jetzt hier mal einfach einen Ordner SWD angelegt. Wenn wir hier über das SWD-Protokoll sprechen, können wir hier sagen Reader Firmware Bin und speichern das Ganze ab.
Ja, was wir auch sehen, wir sehen hier rechts nochmal im Graudruck, dass wir per SWT verbunden sind. Man kann auch mit JTAG kommunizieren, aber bei diesem Chip von der ST-Baureihe, er ist nicht direkt von ST, sondern unter Lizenz von ST auf diesem Laser hier im Einsatz, da kommunizieren wir mit SWD, weil SWD hält den Chip an und kommuniziert hier auf Low-Level-Protokollebene mit dem Chip, um hier die Daten entsprechend vom Flash runterzuladen. Ja, leider ist es natürlich so, dass es für den Türzutrittsleser eigentlich schon ein Armutszeugnis ist, dass das überhaupt möglich ist. Denn wenn wir hier mal weiterschauen, was es hier für Möglichkeiten gibt, also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch dann hier wieder Daten in den Chip speichern. Das heißt, ich programmiere das hier zurück, ich suche mir hier meine Datei, wo ich die Firmware entsprechend habe, wieder auf der Startadresse 08 und 6 mal die 0 hexadezimal ausgedrückt, und dann kann ich das Ganze wieder überschreiben. Was wir hier haben, das sind hier noch verschiedene Einstellungen, die wir haben, und was bei dem Chip ja sehr schwerwiegend ist der Punkt Readout Protection, denn die Readout Protection soll verhindern, dass hier jemand den Flash-Speicher auslesen kann, und wenn der jetzt hier gesetzt wäre, würde das Ganze den ganzen schützen, sodass er hier, wenn das Ganze gecheckt wird, read protected ist. Das heißt, ich kann jetzt dann über den Weg nicht mehr hier einfach die komplette Firmware dumpen. Und dadurch, dass es hier entsprechend nicht gesetzt ist, kann ich hier frei lesen als auch schreiben. Normalerweise sollte das nur auf Entwicklergeräten der Fall sein. In unserem Fall ist es hier eine tatsächliche Sicherheitslücke, die gerade wie gesagt beim Türzutrittsleser nicht so der Hit ist, beziehungsweise hier eigentlich schon eine sehr schwere Sicherheitslücke in einem Produktivsystem darstellt. Ja, das ist schon richtig stark. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine vollständige Firmware-Datei vom kompletten Türzutrittssteuerungsterminal. Ja, was wir jetzt hier mit der Firmware alles machen können, das würde heute wirklich die Zeit sprengen. Das werden wir uns in einem weiteren Video mal anschauen, denn die Firmware kann uns hier wirklich sehr, sehr interessante Informationen liefern, und wir werden hier auch garantiert weiter mit der UART-Schnittstelle arbeiten, denn wir haben ja bereits gesehen, im Bereich der UART-Schnittstelle mittels Reboot konnten wir hier schon den Leser oder die Türzutrittssteuerung vielmehr zu einem Neustart bewegen. Ja, und wir werden hier wahrscheinlich auch noch andere Befehle finden, welche das sind. Dazu werden wir die Firmware genauer unter die Lupe nehmen und schauen, was uns die hier noch verrät. Das als kleiner Ausblick. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr fandet es genauso spannend, hier sich durch die Platine bis hin in die Software mit verschiedenen Hardware-Tools durchzuarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder aktiv benachrichtigt, wenn ich neue Videos zur IT-Security hochlade. Ja, seid gespannt auf die weiteren Teile der Reihe, wenn wir tatsächlich uns die Firmware genau unter die Lupe nehmen. Ich würde mich freuen, wenn es auch ihr wieder beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut. Ciao, euer Raik.